Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den Mercedes W164, der OM642 Motor, ML 350 CDI, Allrad, 170 kW, Baujahr 2010, 3 Liter Dieselmotor. Und wie man das im Titel lesen konnte, wollen wir einmal den Partikelfilter ausbauen, den Partikelfilter zur Reinigung schicken und den Partikelfilter wieder einbauen. Und alle wichtigen Infos dazu sind unten in der Videobeschreibung, sowie Werkzeuge, Rabattcodes, wenn ihr Werkzeug benötigt oder wenn ihr eine Adresse benötigt, wo man so einen Partikelfilter hinschicken kann. Denn ihr könnt ihn zu Hause ausbauen, beziehungsweise bei euch irgendwo ausbauen und das Ganze dann wegschicken. Der wird dann gereinigt, ihr bekommt ein Protokoll und er wird dann auch gereinigt und dann wird euch auch gesagt, nicht, dass er eventuell beschädigt ist, dass er wirklich frei ist, dass ihr ihn dann einbauen könnt. Ja, und wie man das bei dem Mercedes machen könnte, will ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So, zu der Vorgeschichte. Hier leuchtet ab und zu die Motorstörung auf, dann speichert er den Differenzdrucksensor ab, dass das Signal zu hoch ist. Das ist dann meistens, dass der Partikelfilter zu ist. Das ist ein Sensor, der misst den Druck im Partikelfilter und dann schreibt er meistens Rußpartikelfilter gesättigt oder, je nachdem welchen Diagnosetest ihr benutzt. Und es kann dann auch passieren, dass wenn ihr den Partikelfilter gereinigt habt und wieder einbaut und fahrt, dass dann wieder eine Störung kommt, dann kann es manchmal auch daran liegen, dass der Sensor bei euch kaputt ist. Deswegen eventuell besorgt euch auch einen neuen Differenzdrucksensor, den ihr dann mit austauschen könnt. Und natürlich nach der Reparatur Differenzdrucksensor zurücksetzen, Partikelfilter zurücksetzen, dass das Auto bzw. das Steuergerät weiß, da sitzt ein neuer Partikelfilter drin, beziehungsweise ein gereinigter Partikelfilter. Das wäre noch ganz wichtig vorab. Ja, das sind so die, und natürlich die Schläuche prüfen, die Schläuche auspusten, weil manchmal dadurch, dass der Partikelfilter halt komplett zusitzt, drückt er komplett in diese Schläuche rein, komplett in den Sensor rein und dann geht er auch ganz, ganz gerne kaputt. Das vorab, je nachdem, wie stark er bei euch gesättigt ist. Besonders wenn irgendwelche Schäden sind am Turbolader, so dass zu viel Öl in den Partikelfilter reinkommt, dann setzt sich das Ganze immer weiter zu und irgendwann sind sämtliche Bauteile kaputt. Das vorab. Ja, ich würde sagen, wir bauen das Ganze mal aus. Los geht's. Wir nehmen den Luftfilterkasten einmal raus, damit wir an den Differenzdrucksensor drankommen, weil wir die ganzen Leitungen da abmachen müssen. Nehmen wir entweder eine 8er Nuss oder das passende Werkzeug ist E12 Torx.
für die Schrauben. Beziehungsweise wir können einmal den Kasten erstmal rausholen. Wir kriegen dann, glaube ich, auch komplett beides raus, gleichzeitig. So, hier ein bisschen versteckt das Ganze. Die Schraube ist gar nicht drauf. Okay, normalerweise ist hier noch eine Schraube hinten drauf. Den Teil müssen wir jetzt auch einmal abmachen. Probieren wir mal zusammen rauszuholen. Ob das in einem Stück rauskommt? Nee. Wir müssen den Teil einmal einzeln rausholen. Mit einem 30er Torx. Den Luftfilter rausholen. Dann kriegen wir den raus. So, alles ein bisschen schwierig zu sehen. Aber hier sitzt der Differenzdrucksensor. Hier. Den schraubt ihr dann einmal mit einer 10er Nuss ab. Und dann habt ihr hier unten noch eine 10er Nuss von der Halterung. Da. Und dann kommt dieser komplette Teil mit der Leitung, komplett mit dem Partikelfilter nach unten hin raus. Hoffentlich. Man könnte die eine Schraube von hier noch versuchen abzuschrauben. Die Schelle oben vom Partikelfilter. Die obere Schelle mit Schraube sehen, könnte man von hier oben schon dran kommen. Und den Stecker ja natürlich auch abmachen. Und dann können wir einmal sehen, dass der komplette Teil jetzt lose ist. Und dann geht das einmal zusammen raus. Und diese Schläuche natürlich prüfen. Und gegebenenfalls könnt ihr diesen Sensor auch neu machen, wenn der Fehler bei euch wiederkommt. So, mit einem E12 kriegt man das von oben schon, wenn die Schraube natürlich gängig ist, gelöst. Hier ist sogar Glück. Ja. Und gelöst. Und dann mit einem Schraubenzieher aufspalten das Ganze. So, hier können wir den Partikelfilter sehen. Da ist am Abgastemperatursensor, den weiß ich nicht, ob ihr jetzt sehen könnt. Aber die Schelle, dann sind hier seitlich eine Halterung befestigt. Wir fangen aber an mit der Schelle. Da das Ganze richtig gut sauber machen, das Gewinde mit Rostlöser. Und versuchen das Ganze, die Schraube ist echt stark angerostet. Die Schraube müssen wir mal neu machen. So, die Schelle konnten wir übrigens mit einem E12 abschrauben. Also die könnt ihr dann auch neu besorgen, je nachdem wie fest die bei euch ist. Nächstes den Abgastemperatursensor abmachen. Der ist hier einmal. Ja, sieht so aus, als ob der nicht so gerne ab möchte. Nee.
auch einmal ab. Und jetzt müssen wir nur noch die Schrauben hier seitlich abschrauben von der Halterung und dann kommt uns das Ganze schon entgegen. So, ihr könnt die zwei E12 Schrauben auch mit einer 10er Ringmaul Schlüssel abschrauben bzw. lösen, wenn die bei euch natürlich nicht zu fest sind. Die Schelle sitzt noch fest. Da rein doch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist denn hier eigentlich die Dichtung? Das ist nämlich so eine etwas speziellere Dichtung, die sich auch verformt. Deswegen, wenn ihr die neu machen wollt, das müsst ihr hier raushebeln. Da. Das ist die Dichtung. Sauber machen und dann könnt ihr die neue draufsetzen. Jeweils auf der Seite und zur Abgasseite. So, einmal sauber gemacht das Ding. Dann können wir die neue hier dran setzen und dann wird die sich schon anpassen. So, die obere Schelle habe ich alt gelassen, die war nämlich ziemlich gut und die Schraube war nicht sehr verrostet. Von daher können wir die hier auch alt lassen. Unten Schelle neu und Schraube neu. So, Schläuche haben wir neu, Sensor haben wir neu. Sensor neu, beide Schläuche neu, vorsichtshalber. Weil bei der Reinigung hat ergeben, dass der Partikelfilter frei ist. Und dann kann es ja nur irgendwas mit dem Sensor zu tun haben oder mit den Schläuchen. Die Schläuche gehen nämlich ziemlich oft gerne auch innen kaputt. Und dann hat man auch ab und zu Druckunterschied und dann speichert er schon mal einen Fehler ab. Deswegen die Leitungen auch schön durchgepustet und somit können wir alles zusammenbauen. So, und hier können wir die andere Seite sehen. Hier befindet sich die andere Dichtung, auch schon ziemlich ausgebrannt. Ich kratze das mal eben raus und wenn wir das Ganze schön sauber haben, können wir die neue Dichtung da reinsetzen. Wenn die natürlich da rein will. Also die Dichtung oben und unten ist eigentlich gleich. Moment, oder kann man die so und so? Nee. Wird sich wohl schon reinziehen. Und dann können wir eigentlich den Partikelfilter wieder reinsetzen. So wenigstens. Die Schelle einmal drüber gemacht. Und dann können wir den Partikelfilter einmal ansetzen. Ohne dass die ganzen Dichtungen runterfallen. Hoffentlich. Wir müssen mal die alte Schelle von hier nehmen, das ist nämlich die von oben. Und das ist die alte von unten. So. Ja, der ist noch ein bisschen Rost, so ein bisschen abgeschlagen. Jetzt passt das Ganze auch.
setze das Ganze nur an. Ihr werdet bestimmt nicht viel wieder mitbekommen. Aber jetzt kann ich auch das Blech dran setzen. So, ich habe jetzt überall die Schellen angesetzt. Die Schrauben habe ich lose von dem Partikelfilter, damit man erst die Schellen vernünftig anziehen kann und dann die Halterung festschrauben. Mit einem 10er Ringmaul-Ratschenschlüssel kann man die Schellen festziehen. Und ich beginne damit, oben das Ganze festzuziehen und dann nach unten hin. Dadurch, dass natürlich neue Dichtungen sind, lässt sich das Ganze etwas länger drehen. So. Jetzt schraube ich die unten fest. Ihr müsst aufpassen, oben und unten, da sind einmal solche Führungen, so eine Nut, die da rausguckt. Das Ganze muss miteinander flüchten. Dann ziehen wir die hier einmal fest. Hier wollte ich eigentlich die neue Schelle dran machen. Aber wir ziehen das einmal fest und dann gucke ich mal später, ob ich die Schelle noch neu mache. Damit sich die Dichtung hier einmal setzt. Und dann können wir hier eigentlich die neue hinsetzen, weil hier reißt die ja schon bald. Und eigentlich können wir hier die neue dran setzen. Aber Moment, wir ziehen dann fest und jetzt ziehen wir die Schrauben fest. Dann wird sich hier nichts mehr bewegen. Die Schrauben von der Halterung einmal festmachen. Beim Ausbau habe ich euch ja die Werkzeuge gesagt. Und jetzt könnte ich die neue Schelle dran machen. So, neue Schelle ist drauf. Stecker für den Abgastemperatursensor wieder drauf. Und dann war es das hier unten auch. Also natürlich die Verkleidung, ist klar. Und dann machen wir oben jetzt einmal alles dran. Zu empfehlen ist es natürlich, die Schellen, die Klammern, bevor ihr den Partikelfilter reinmacht, drauf zu machen. Das Problem ist, dass man die halt noch ein bisschen drehen kann, damit man den vernünftig ohne Spannung hier ansetzen kann. Deswegen hatte ich die locker gelassen, aber es ist dann sehr, sehr schwierig hier unten dran zu kommen. Deswegen zu empfehlen, die unteren vorher schon mal festmachen. So, wenn wir das Ganze dann einmal fest haben, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sehr, sehr wenig mit zugucken können, aber ihr habt ja gesehen, wie das beim Ausbau aussah. Da kommt einmal die Schraube für den Sensor oben dran. Achso, die dünne, lange Leitung kommt quasi, wie man hier sehen kann, auf die rechte Seite und der kurze, dickere Schlauch auf die linke Seite von dem Differenzdrucksensor. Und dann können wir das mit einem 10er festschrauben. Und dann die Klammer für die Schläuche. So, dann sitzt das Ganze. Stecker drauf. So, dann haben wir den Partikelfilter doch schon drin. Jetzt können wir wieder hier Luftfilterkasten reinsetzen. Ja, Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man den Partikelfilter ausbauen möchte.
einbauen möchte, so könnte es aussehen. Deswegen, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung und ganz wichtig, anschließend DPF zurücksetzen, also den Differenzdrucksensor zurücksetzen. Genauso könnt ihr dann auch noch Fehlerspeicher natürlich löschen, Differenzdrucksensor zurücksetzen. Und gibt es da noch was? Eigentlich nicht. Natürlich eine Probefahrt durchführen und wie gesagt, Sensor müsst ihr nicht neu machen, aber ist zu empfehlen, neu zu machen. Deswegen wichtig, die Schellen, dass ihr die auch, wenn der Partikelfilter draußen ist, dran macht, sonst ist es wirklich ein sehr, sehr krampfiges Thema. Und wenn ihr irgendwelche Werkzeuge braucht, um diese Schellen zusammenzudrücken, von XXL Automotive unten mit dem Rabattcode VITYAWOLF könnt ihr euch das Ganze vorab organisieren, besorgen, um das Ganze vernünftig durchzuführen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!